Kapitel 1 – Der Mitternachtsregen auf der Windschutzscheibe. Liebe Druckerfreunde, wenn draußen gerade ein leichter Regen auf das Dach trommelt, der Kaffee neben euch schon halb kalt geworden ist und euer Rücken nach einem langen Tag hinter dem Lenkrad verdächtige Knackgeräusche von sich gibt, dann ist genau jetzt der perfekte Moment für eine Geschichte. Nicht irgendeine Geschichte, sondern die Geschichte eines Fahrers. Eines Fahrers wie wir. Kein Milliardär. Kein Professor. Kein genialer Ingenieur mit 10 Doktortiteln an der Wand. Einfach nur ein ganz gewöhnlicher LKW-Fahrer. So gewöhnlich, dass man ihn auf einem Rastplatz wahrscheinlich nicht einmal um ein Selfie gebeten hätte. Und trotzdem hat genau dieser Mann die Welt verändert. Ja, die ganze Welt. Kein Scherz. Schaut einmal auf den Bildschirm. Die blauen Schweißfunken sprühen durch die Werkhalle wie ein Feuerwerk an Silvester. Hämmer schlagen klirrend auf massive Stahlträger. Schneidmaschinen zischen und knistern, als würde irgendwo ein Koch riesige Kalamari in einer Pfanne braten. Der Geruch von heißem Stahl. Von Schmieröl. Von frisch bearbeitetem Metall. Für manche Menschen riecht das vielleicht nach Arbeit. Für uns fühlt es sich eher wie Heimat an. Denn genau aus diesen Materialien entstehen die Maschinen, die den Welthandel am Laufen halten. Doch habt ihr euch jemals einen Container genauer angesehen? So einen ganz normalen Schiffscontainer? Diesen großen, rechteckigen Stahlkasten, den man täglich auf Autobahnen, in Häfen und auf Güterzügen sieht? Habt ihr euch jemals gefragt: Moment mal, hat dieses Ding eigentlich eine Geschichte? Oh ja. Und was für eine Geschichte. Tatsächlich ist sie spannender als viele Actionfilme. Denn bevor der Container zum König der globalen Logistik wurde, war er eine Idee, über die fast jeder lachte. Eine Idee, die so verrückt klang, dass viele Leute ihren Erfinder für völlig durchgedreht hielten. Und genau deshalb reisen wir heute zurück ins Jahr 1937. Eine andere Zeit. Eine Zeit ohne GPS. Ohne Navigations-App. Ohne Rückfahrkamera. Ohne Facebook-Gruppen, in denen man fragen konnte: Kennt jemand eine gute Umleitung bei Kilometer 72? Damals bedeutete Verfahren selbst zurechtfinden. Eine Panne bedeutete selbst reparieren. Und wenn es kalt wurde, dann musste man eben selbst frieren. Keine Sitzheizung. Keine Klimaanlage. Kein Komfortmodus. Nur du, dein Truck und die Hoffnung, dass der Motor morgens anspringt. Die Straßen waren rauer. Die Fahrzeuge lauter. Die Fahrten länger. Und die Fahrer mussten deutlich härter sein. Genau in dieser Welt lebte ein junger Mann namens Malcolm M. Sealine. Damals ahnte niemand, dass sein Name eines Tages die Geschichte der Transportbranche verändern würde. Nicht einmal Malcolm selbst. Zu dieser Zeit war er einfach ein junger Fahrer, der versuchte, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Wie Millionen andere Menschen auch. Er dachte nicht daran, die Welt zu verändern. Er wollte lediglich seine Fracht ausliefern. Seine Rechnungen bezahlen. Und vielleicht irgendwann etwas erfolgreicher werden. Mehr nicht. Doch manchmal beginnt eine Revolution nicht in einem Konferenzraum. Nicht in einer Universität. Nicht in einem Forschungslabor. Manchmal beginnt sie an den seltsamsten Orten. Manchmal beginnt sie auf einem regennassen Parkplatz. Manchmal in einer kalten Fahrerkabine. Und manchmal beginnt sie genau dann, wenn ein Fahrer viel zu lange auf das Beladen seiner Ware warten muss. Denn jeder Drucker kennt dieses Gefühl. Man kommt pünktlich an. Alles läuft nach Plan. Man denkt, das wird schnell gehen. Und plötzlich sitzt man dort. 1 Stunde. 2 Stunden. 4 Stunden. Dann noch länger. Der Motor schweigt. Die Räder stehen still. Die Zeit vergeht. Und die Geduld verschwindet langsam. Sehr langsam. Aber unaufhaltsam. Malcolm M. Sealine sollte genau dieses Gefühl erleben. Und ausgerechnet dieser Moment der Frustration würde eine Idee hervorbringen, die den Welthandel für immer verändern sollte. Eine Idee, die heute Milliarden Tonnen Fracht über Ozeane, Autobahnen und Kontinente bewegt. Eine Idee, die in diesem Augenblick noch niemand ernst nahm. Eine Idee, die bald die gesamte Welt in eine große Stahlkiste packen würde. Also lehnt euch zurück. Macht es euch bequem. Lasst die Geräusche des Tages langsam verschwinden. Hört dem Regen zu. Hört den Funken des Schweißgeräts zu. Und begleitet mich zurück in eine Zeit, als alles begann. Die Geschichte des Mannes, der die Welt in eine Kiste packte,
fängt gerade erst an. Kapitel 2 – Die Idee, die während des Wartens auf die Ladung entstand. Liebe Druckerfreunde, bevor wir weitermachen, ein kleiner Gefallen. Wenn euch diese Geschichte gefällt und ihr gerne solche Erzählungen aus der Welt der LKWs, Häfen, Stahlwerke und großen Maschinen hört, dann abonniert den Kanal. Ihr helft damit, dass noch mehr Geschichten über die Menschen erzählt werden können, die unsere Welt jeden Tag in Bewegung halten. Und jetzt? Reisen wir zurück ins Jahr 1937. Der Ort, Hoboken, New Jersey. Ein geschäftiger Hafen an der amerikanischen Ostküste. Überall roch es nach Meerwasser, Kohle, Diesel und harter Arbeit. Die Kräne knarrten. Die Schiffe hupten. Männer riefen sich Befehle zu. Ketten rasselten. Holzkisten wurden gestapelt. Kurz gesagt, es war laut genug, dass man seine eigenen Gedanken kaum hören konnte. Mitten in diesem Chaos saß ein 23-jähriger LKW-Fahrer namens Malcolm M. Celine in seiner alten Fahrerkabine. Draußen war es eisig kalt. Der Wind vom Atlantik blies durch jede noch so kleine Ritze. Es fühlte sich an, als hätte jemand eine industrielle Kühlanlage direkt vor sein Gesicht gestellt. Malcolm saß zusammengesunken auf seinem Fahrersitz. Er rieb sich die Hände. Dann noch einmal. Und noch einmal. Nicht weil er nervös war, sondern weil seine Finger langsam zu Eiszapfen wurden. Sein Rücken schmerzte. Nicht ein bisschen, sondern auf die Art, wie man sich fühlt, nachdem man versucht hat, einen schweren Dieselmotor allein eine Treppe hochzutragen. Jeder Drucker kennt diese Art von Schmerz. Den Schmerz, der sagt: Freundchen, wir werden morgen früh noch einmal darüber reden. Hinter ihm befand sich seine Ladung. Baumwolle. Sorgfältig gestapelt. Ordentlich verzurrt. Bereit für den Weitertransport. Die Aufgabe schien eigentlich ganz einfach. Zum Hafen fahren. Ladung abgeben. Auf das Entladen warten. Dann wieder losfahren. Klingt unkompliziert, oder? Tja, das dachte Malcolm auch. Aber das Leben hatte andere Pläne. Denn plötzlich passierte etwas, das jeder Fahrer nur zu gut kennt. Er musste warten. Und warten. Und warten. Dann noch ein bisschen mehr warten. 1 Stunde. 5 Stunden. 10 Stunden. 20 Stunden. 30 Stunden. Und schließlich 36 Stunden. Ja, 36 Stunden. 1,5 Tage. Sein Truck stand einfach da. Bewegungslos. Wie eine Statue. Die Räder drehten sich nicht. Der Motor verdiente kein Geld. Die Ladung kam nicht weiter. Und Malcolm wurde mit jeder Stunde genervter. Denn während der LKW stillstand, lief die Uhr weiter. Die Kosten liefen weiter. Die Rechnungen liefen weiter. Und vermutlich dachte auch die Bank nicht: Ach, kein Problem Malcolm, zahl einfach wann immer du Lust hast. Nein. Die Welt drehte sich weiter. Nur sein Truck nicht. Irgendwann begann Malcolm, die Hafenarbeiter zu beobachten. Und genau dort begann alles. Er sah Männer, die einzelne Säcke schleppten. Dann Kisten. Dann Fässer. Dann wieder Säcke. Alles wurde einzeln vom LKW heruntergeladen. Einzeln zum Schiff getragen. Einzeln verstaut. Am Zielhafen wurde alles wieder ausgeladen. Dann wieder auf einen anderen Lastwagen geladen. Und später vielleicht noch einmal umgeladen. Und noch einmal. Und noch einmal. Es war wie ein Umzug, der niemals endete. Stellt euch vor, ihr zieht um und tragt jeden einzelnen Löffel, jede Socke und jede Kaffeetasse einzeln in die neue Wohnung. Genau so effizient wirkte das System damals. Malcolm beobachtete das stundenlang. Er sah schwitzende Arbeiter. Er sah schwere Lasten. Er sah verlorene Zeit. Und irgendwann begann sein Druckerherz zu kochen. Ihr kennt dieses Gefühl. Dieses ganz besondere Gefühl. Wenn man seit 6 Stunden auf die Beladung wartet. Wenn niemand weiß, wann es weitergeht. Wenn jeder sagt: Nur noch 5 Minuten. Und diese 5 Minuten plötzlich länger dauern als ein kompletter Urlaub. Genau so fühlte sich Malcolm. Dann geschah etwas Außergewöhnliches.
Etwas, das später die Geschichte verändern sollte. Ein Gedanke schoss ihm durch den Kopf. Nicht kompliziert. Nicht wissenschaftlich. Nicht hochintelligent. Sondern erschreckend einfach. So einfach, dass fast jeder später sagte: Warum ist da eigentlich vorher niemand drauf gekommen? Malcolm blickte auf die Arbeiter. Dann auf seine Ladung. Dann wieder auf die Arbeiter. Dann wieder auf seinen LKW. Und plötzlich fragte er sich: Moment mal. Warum laden wir die Ware überhaupt aus? Er dachte weiter. Warum nehmen wir die Ladung aus dem LKW heraus? Um sie anschließend in das Schiff hineinzupacken? Nur damit sie am Zielort wieder herausgenommen wird. Um sie erneut auf einen LKW zu laden? Er runzelte die Stirn. Warum? Dann kam die eigentliche Frage. Die Frage, die die Welt verändern sollte. Warum hebt man nicht einfach die ganze Ladungseinheit auf das Schiff? Warum hebt man nicht einfach die gesamte Kiste an? Warum müssen Menschen dieselbe Ware immer wieder anfassen? Warum machen wir daraus ein kostenloses Fitnessprogramm? In diesem Moment wurde der Container geboren. Nicht aus Stahl. Nicht in einer Fabrik. Nicht auf einem Reißbrett. Sondern in den Gedanken eines frierenden LKW-Fahrers. In einer kalten Kabine. Während er auf seine Ladung wartete. Das Verrückte daran? Malcolm dachte nicht darüber nach, die Welt zu verändern. Er wollte nur ein Problem lösen. Ein nerviges Problem. Ein Problem, das ihm Zeit, Geld und Geduld kostete. Doch genau so entstehen viele große Erfindungen. Nicht weil jemand berühmt werden möchte. Nicht weil jemand Geschichte schreiben will. Sondern weil jemand irgendwann sagt: Das muss doch einfacher gehen. Draußen peitschte der Wind weiterhin gegen die Scheiben. Der Hafen arbeitete weiter. Die Kräne bewegten sich. Die Arbeiter schleppten weiter Kisten. Niemand ahnte, dass gerade ein Gedanke geboren worden war, der den Welthandel revolutionieren würde. Niemand ahnte, dass dieser junge Fahrer eines Tages Milliarden Tonnen Fracht beeinflussen würde. Niemand ahnte, dass genau dieser Moment später als einer der wichtigsten Augenblicke der modernen Logistikgeschichte gelten würde. Niemand? Außer vielleicht Malcolm selbst. Denn tief in seinem Inneren wusste er plötzlich: Hier stimmt etwas nicht. Und wenn etwas nicht stimmt, dann muss man es ändern. Er konnte damals noch nicht wissen, wie schwer dieser Weg werden würde. Er konnte noch nicht wissen, wie viele Menschen ihn auslachen würden. Er konnte noch nicht wissen, wie oft man ihm sagen würde: Das funktioniert niemals. Aber eines wusste er ganz sicher. Er hatte eine Idee gesehen. Und jetzt konnte er sie nicht mehr vergessen. Die Welt würde bald über ihn lachen. Doch Malcolm McLean hatte längst begonnen, von einer Zukunft zu träumen, die sonst niemand sehen konnte. Kapitel 3 – Der Tag, an dem die ganze Welt über ihn lachte. Liebe Druckerfreunde, bevor wir weitermachen, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Denn jetzt kommen wir zu dem Teil der Geschichte, der beweist, dass jede große Idee zuerst ausgelacht wird, bevor sie die Welt verändert. Und glaubt mir, Malcolm McLean wurde nicht nur ein bisschen ausgelacht. Er wurde regelrecht zerlegt. Nachdem Malcolm seine Idee überall erzählt hatte, kam genau das, was man erwarten konnte. Die Leute lachten. Und zwar mit voller Begeisterung. Sie lachten so, wie man lacht, wenn ein guter Freund nach 3 Bier plötzlich verkündet: Nächstes Jahr heirate ich Miss Universe. Die Reaktionen waren vernichtend. Die Reeder schüttelten den Kopf. Der Mann ist verrückt. Die Eisenbahnbosse lachten. Unmöglich. Die Hafenbehörden winkten ab. Träum weiter. Manche waren sogar überzeugt, dass Malcolm einfach zu lange in der Kälte gesessen hatte. Vielleicht, so dachten sie, hatte ihm der Atlantikwind die letzten vernünftigen Gedanken weggeblasen. Und ehrlich gesagt, wenn man die Sache aus ihrer Sicht betrachtete, konnte man ihre Zweifel sogar verstehen. Seit Jahrhunderten funktionierte der Welthandel nach demselben Prinzip. Säcke wurden getragen. Kisten wurden geschleppt. Fässer wurden verladen. Schiffe wurden Stück für Stück beladen.
So war es immer gewesen. So funktionierte es. Und jetzt kam plötzlich ein LKW-Fahrer daher und behauptete, wir machen das alles anders. Das war ungefähr so, als würde heute jemand in eine Werkstatt kommen und sagen, Leute, ich habe eine Idee. Ab morgen brauchen Autos keine Reifen mehr. Natürlich würde jeder zuerst lachen. Doch hier kommt etwas, das viele Trucker sofort verstehen werden. Es gibt Menschen, die aufgeben, wenn man ihnen sagt, das klappt nicht. Und dann gibt es die andere Sorte. Die gefährliche Sorte. Je öfter man ihnen sagt, dass etwas unmöglich ist, desto entschlossener werden sie. Je mehr Widerstand sie bekommen, desto sturer werden sie. Je mehr Türen vor ihrer Nase zugeschlagen werden, desto härter klopfen sie an die nächste. Malcolm gehörte eindeutig zur zweiten Kategorie. Jeder kennt solche Menschen. Vielleicht sitzt einer gerade hinter dem Lenkrad und hört diese Geschichte. Menschen, die nicht locker lassen. Menschen, die selbst dann weitermachen, wenn alle anderen längst aufgegeben hätten. Menschen, die lieber scheitern, als es nie versucht zu haben. Malcolm war genauso. Während andere lachten, begann er zu rechnen, zu planen, zu zeichnen, zu träumen. Denn ihm wurde langsam klar, er musste nicht nur einen Stahlkasten bauen. Er musste ein völlig neues System erschaffen. Ein Container allein würde nichts verändern. Die ganze Welt war für Säcke, Fässer und Holzkisten gebaut. Wenn sein Plan funktionieren sollte, musste er alles neu denken. Der Container musste leicht genug sein, damit ein normaler LKW ihn ziehen konnte. Gleichzeitig musste er stark genug sein, um auf Schiffen gestapelt zu werden. Nicht 2 Container hoch. Nicht 3. Sondern viele übereinander. Bei Sturm. Bei hohen Wellen. Bei Wind. Bei Regen. Mit tausenden Tonnen Gewicht. Und dann waren da noch die Ecken. Ja, die Ecken. Die kleinen Metallstücke, die heute selbstverständlich wirken. Damals existierten sie nicht. Doch Malcolm wusste, wenn Container schnell bewegt werden sollen, müssen sie präzise verriegelt werden können. Jeder Kran, jedes Schiff, jeder LKW, jeder Hafen muss dieselben Anschlusspunkte verwenden. Heute klingt das logisch. Damals war es revolutionär. Je länger Malcolm darüber nachdachte, desto größer wurde das Projekt. Und desto verrückter klang es für alle anderen. Doch während die meisten Menschen ein Problem sahen, sah Malcolm eine Zukunft. Irgendwann kam der Moment, an dem Reden nicht mehr ausreichte. Ideen kosten nichts. Aber ihre Umsetzung kostet Geld. Sehr viel Geld. Und genau hier begann der wahre Wahnsinn. Malcolm traf eine Entscheidung, die selbst seine engsten Freunde sprachlos machte. Er verkaufte sein gesamtes Transportunternehmen. Nicht ein paar LKWs. Nicht einen Teil der Firma. Sondern alles. Komplett. Aus. Vorbei. Man muss sich das vorstellen. Dieser Mann hatte sich aus bescheidenen Verhältnissen hochgearbeitet. Er hatte aus fast nichts eines der größten Transportunternehmen Amerikas aufgebaut. Jahrelange Arbeit. Tausende Kilometer. Unzählige Risiken. Unzählige schlaflose Nächte. Und nun verkaufte er all das. Für einen Traum. Als seine Freunde davon erfuhren, reagierten viele ähnlich. Malcolm, bist du noch ganz bei Trost? Du verkaufst alles? Für ein paar Stahlkisten? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Doch Malcolm zog es durch. Denn er wusste, wenn er es nicht versucht, wird er sein Leben lang darüber nachdenken. Mit dem Geld kaufte er 2 alte Tankschiffe aus dem Zweiten Weltkrieg. Und mit alt meine ich wirklich alt. Diese Schiffe sahen nicht nach Zukunft aus. Sie sahen nach Museum aus. Manche Experten behaupteten sogar, dass der Schrottwert höher sei als ihr tatsächlicher Nutzen. Andere fragten sich, ob die Schiffe überhaupt noch schwimmen wollten. Die Konkurrenz beobachtete das Ganze mit einem Grinsen. Viele warteten nur darauf, dass Malcolm scheiterte. Sie sahen ihn bereits bankrott. Sie sahen bereits die Schlagzeilen. Sie sahen bereits das Ende seiner Karriere. Aber sie verstanden etwas Entscheidendes nicht. Malcolm hatte längst aufgehört, wie alle anderen zu denken. Während andere ein Risiko sahen, sah er eine Chance. Während andere auf Sicherheit setzten, setzte er auf Veränderung. Während andere die Vergangenheit verteidigten, baute er die Zukunft. Natürlich hatte auch Malcolm Angst. Wer hätte die nicht? Er riskierte sein gesamtes Vermögen, seinen Ruf,
seine Zukunft, die Zukunft seiner Familie, alles. Es gab Nächte, in denen er wahrscheinlich wach lag und an die Decke starrte. Was passiert, wenn alles schief geht? Was passiert, wenn die Container versagen? Was passiert, wenn die Schiffe nicht funktionieren? Was passiert, wenn niemand sein System nutzen will? Doch jedes Mal erinnerte er sich an Hoboken, an seinen Truck, an die 36 Stunden Wartezeit, an die verschwendete Zeit, an die verschwendete Arbeit. Und jedes Mal kam er zu demselben Schluss. So konnte es nicht weitergehen. Je mehr Widerstand er bekam, desto stärker wurde sein Wille. Banken zweifelten, Hafenbetreiber zweifelten, Gewerkschaften zweifelten, Experten zweifelten, fast jeder zweifelte. Doch Malcolm ging weiter. Schritt für Schritt, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Denn manchmal braucht es keinen Professor, keinen Politiker, keinen berühmten Wissenschaftler. Manchmal braucht es einfach einen sturköpfigen Drucker, der sich weigert, ein Nein zu akzeptieren. Am Ende stand Malcolm allein gegen ein ganzes System, gegen jahrhundertealte Gewohnheiten, gegen mächtige Unternehmen, gegen Experten, gegen Zweifler, gegen die Angst vor dem Scheitern. Aber tief in seinem Inneren wusste er, der entscheidende Tag würde kommen. Der Tag, an dem seine Idee beweisen musste, ob sie wirklich funktionieren konnte. Der Tag, an dem ein alter Tanker, einige Stahlcontainer und die Hoffnung eines einzigen Mannes über die Zukunft der weltweiten Logistik entscheiden würden. Und genau dieser Tag rückte nun immer näher. Sehr viel näher. Im nächsten Kapitel erleben wir den Morgen des 26. April 1956. Den Tag, an dem ein einfacher Lkw-Fahrer die Welt für immer verändern sollte. Kapitel 4, der 26. April 1956. Der Tag, an dem ein Lkw-Fahrer die ganze Welt zum Schweigen brachte. Liebe Druckerfreunde, bevor wir weitermachen, denkt daran, den Kanal zu abonnieren. Denn jetzt erreichen wir den wichtigsten Moment unserer Geschichte. Den Moment, in dem eine Idee, die fast 20 Jahre lang verspottet wurde, endlich ihren großen Test bestehen sollte. Den Moment, in dem ein junger Lkw-Fahrer, der einst frierend in einer Fahrerkabine auf seine Ladung wartete, kurz davor stand, die gesamte Transportbranche für immer zu verändern. Und das Verrückteste daran? An diesem Morgen glaubte fast niemand an seinen Erfolg. Wirklich niemand. Es war der 26. April 1956. Port Newark, New Jersey. Der Himmel war grau. Schwere Wolken hingen tief über dem Hafen. Ein kalter Wind wehte vom Atlantik herüber. Die Fahnen auf den Masten flatterten unruhig im Wind. Die Luft fühlte sich merkwürdig an. So, als würde etwas Großes bevorstehen. Wie vor einem Finale. Wie vor einem Boxkampf. Oder wie das Gefühl, wenn ein Fahrer mit seinem voll beladenen Sattelzug auf die Waage zufährt und sich nicht ganz sicher ist, ob die Ladung vielleicht doch ein paar Kilo zu schwer geworden ist. Man hofft. Man betet. Und man versucht gleichzeitig, nicht nervös auszusehen. Entlang des Kais versammelten sich hunderte Menschen. Reeder, Hafenbeamte, Ingenieure, Investoren, Journalisten, Gewerkschaftsführer und viele Neugierige. Doch sie waren nicht gekommen, um Malcolm anzufeuern. Sie waren gekommen, um zuzusehen, wie er scheitert. Die meisten glaubten noch immer, dass seine Idee Unsinn war. Ein hübscher Traum. Mehr nicht. Viele wollten einfach sagen können: Seht ihr? Wir haben es doch gewusst. Jeder kennt solche Menschen. Wenn man Erfolg hat, sind sie plötzlich verschwunden. Aber wenn man scheitert, stehen sie bereits in der ersten Reihe. Mit Popcorn. Direkt am Kai lag die Ideal X. Das Schiff, das heute Geschichte schreiben sollte. Und ehrlich gesagt, es sah nicht besonders beeindruckend aus. Keine glänzende Zukunftsmaschine. Kein technisches Wunderwerk. Sondern ein alter Öltanker aus dem Zweiten Weltkrieg. Verrostet. Gealtert.
von Wind und Wetter gezeichnet. Er wirkte eher wie ein pensionierter Veteran als wie ein Symbol der Zukunft. Doch genau dieses alte Schiff sollte in wenigen Stunden die Welt verändern. Malcolm stand still am Pier. Er hielt keine große Rede. Er schwenkte keine Fahnen. Er gab keine Interviews. Er stand einfach da und beobachtete. Vielleicht dachte er an Hoboken, an die endlosen Wartezeiten, an die Menschen, die ihn ausgelacht hatten, an die Banken, die ihm nicht glaubten, an die Freunde, die ihn für verrückt hielten, an die schlaflosen Nächte, an die Risiken, an alles, was ihn bis hierher gebracht hatte. Dann begann der entscheidende Moment. Der riesige Hafenkran setzte sich langsam in Bewegung. Die Motoren brummten. Tief, schwer, mächtig. Stahlräder rollten über Schienen. Drahtseile spannten sich. Metall knarrte. Plötzlich hörte jeder jedes einzelne Geräusch. Denn niemand sprach mehr. Unter dem Kran stand der erste Container. Ein einfacher Stahlkasten. Rechteckig. Nüchtern. Unspektakulär. Niemand hätte damals vermutet, dass Milliarden solcher Container eines Tages rund um den Globus unterwegs sein würden. Der Kran senkte langsam seine Haken. Zentimeter für Zentimeter. Millimeter für Millimeter. Die Spannung war beinahe greifbar. Trucker kennen dieses Gefühl. Es ist wie beim Rückwärtsrangieren in eine enge Laderampe. Links noch 10 Zentimeter. Rechts vielleicht 12. Und hinter einem steht bereits jemand und winkt hektisch mit den Armen. Oder wie der Moment, bevor der Prüfer die Ergebnisse der Hauptuntersuchung verkündet. Genau so fühlte sich dieser Augenblick an. Dann geschah es. Stern, Stern, Klack, Stern, Stern. Der Verriegelungsmechanismus griff. Die Haken saßen fest. Ein kleines Geräusch. Aber für Malcolm war es vermutlich das schönste Geräusch seines Lebens. Der Kranführer zog den Hebel. Die Seile spannten sich. Die Motoren heulten auf. Der Container vibrierte leicht. Und dann hob er ab. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde ein moderner Transportcontainer auf diese Weise angehoben. Alle Augen folgten ihm. Niemand sprach. Niemand lachte. Niemand machte Witze. Nicht einmal die größten Kritiker. Der Container hing frei in der Luft. Leicht schwankend im kalten Wind. Unter ihm standen hunderte Zuschauer. Über ihm nur graue Wolken. Es sah beinahe so aus, als würde die Zukunft des Welthandels an einigen Stahlseilen hängen. Und ehrlich gesagt, genau das tat sie auch. Wenn der Container abstürzte, war alles vorbei. Wenn das System versagte, war alles vorbei. Wenn das Schiff die Last nicht tragen konnte, war alles vorbei. Langsam schwenkte der Kran seinen Ausleger über das Deck der Ideal X. Meter für Meter bewegte sich die Ladung vorwärts. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Dann begann der Container sich abzusenken. Langsam, ruhig, kontrolliert. 1 Sekunde, 2 Sekunden, 3 Sekunden. Und dann? Stern, Stern, Boom, Stern, Stern. Der Container setzte auf dem Deck auf. Ein dumpfer metallischer Schlag hallte über den Hafen. Es war nicht einfach nur Stahl auf Stahl. Nicht einfach nur ein Container, der auf einem Schiff landete. Nicht einfach nur ein technischer Vorgang. Es war der Klang einer Revolution. Heute wissen wir das. Damals wusste es noch niemand. Die Zuschauer blickten sich an. Einige runzelten die Stirn. Andere wurden plötzlich sehr still. Wieder andere begannen zum ersten Mal zu ahnen. Vielleicht, nur vielleicht, war dieser verrückte Drucker doch nicht verrückt. Doch der Test war noch nicht vorbei. Der zweite Container wurde angehoben. Dann der dritte. Dann der vierte. Dann der fünfte. Immer wieder erklang derselbe metallische Schlag. Boom, boom, boom. Wie Hammerschläge gegen die alten Regeln der Transportwelt. Den ganzen Tag lang wiederholte sich das Schauspiel. Container für Container. Kiste für Kiste. Hoffnung für Hoffnung. Am Ende waren es Stern, Stern, 57 Container, Stern, Stern. 57 Mal hob der Kran eine Ladung an. 57 Mal landete ein Container auf dem Deck. 57 Mal bewegte sich die Welt ein kleines Stück weiter in Richtung Zukunft. Als die Arbeiten beendet waren, lag die Ideal X vollständig beladen am Kai. Dann legte sie ab. Und das Unglaubliche geschah. Sie schwamm. Ganz normal. Sie sank nicht. Sie kenterte nicht. Sie zerbrach nicht. Sie fuhr einfach los.
So unspektakulär, dass genau darin ihre größte Sensation lag. Doch die eigentliche Überraschung kam erst später, als die Experten zu rechnen begannen. Die traditionellen Verladekosten lagen damals bei etwa $5,83 pro Tonne Stern. Mit dem neuen Containersystem lagen sie plötzlich bei nur noch 16 Cent pro Tonne Stern. Von fast $6 auf 16 Cent. Das war keine Verbesserung. Das war eine Explosion der Effizienz. Stellt euch vor, ihr würdet heute monatlich 100.000 Euro für Diesel ausgeben. Und morgen käme jemand vorbei und würde sagen: Ab sofort brauchst du nur noch knapp 3.000 Euro. Genau so verrückt wirkte diese Veränderung damals. Plötzlich konnten Waren schneller transportiert werden. Billiger, sicherer, zuverlässiger. Häfen begannen sich zu verändern. Speditionen begannen umzudenken. Unternehmen begannen zu investieren. Die gesamte Weltwirtschaft begann sich neu auszurichten. Und Malcolm? Er sprang nicht jubelnd herum. Er hielt keine große Siegesrede. Er ließ sich keine Krone aufsetzen. Er stand einfach da und sah seinem Schiff nach, wie es langsam am Horizont verschwand. Denn er wusste, was gerade passiert war, war mehr als ein erfolgreicher Test. Es war der Beweis, dass manchmal die ganze Welt falsch liegen kann. Und ein einzelner Lkw-Fahrer recht haben kann. An diesem grauen Morgen des 26. April 1956 veränderten ein alter Tanker, 57 Stahlcontainer und die Hartnäckigkeit eines einzigen Mannes die Geschichte für immer. Und von diesem Augenblick an würde die Welt nie wieder dieselbe sein. Kapitel 5 – Ein Dankeschön an die Menschen, die die Räder der Welt am Drehen halten. Liebe Druckerfreunde, wir sind nun fast am Ende unserer Reise angekommen. Doch bevor wir uns verabschieden, möchte ich euch um einen kleinen Gefallen bitten. Wenn euch diese Geschichte gefallen hat, wenn ihr euch in Malcolm McLean wiedergefunden habt oder wenn ihr einfach Freude an Geschichten über LKWs, Transport, Stahl, Häfen und die Menschen hinter den Kulissen habt, dann abonniert gerne den Kanal. Denn jede Woche wartet hier eine neue Geschichte auf euch. Eine Geschichte über Menschen, die die Welt bewegen. Oft, ohne dass jemand ihren Namen kennt. Strich. Wisst ihr? Jedes Mal, wenn wir heute einen Container auf der Autobahn sehen, jedes Mal, wenn wir einen Sattelzug mit einem Auflieger vorbeifahren sehen, jedes Mal, wenn wir einen Güterzug in der Ferne hören, oder wenn wir im Hafen riesige Containerbrücken beobachten, sehen wir ein Stück von Malcolm McLeans Vermächtnis. Strich. Dabei hat Malcolm keinen Motor erfunden. Er hat kein Schiff gebaut. Er hat keine Autobahn geplant. Er hat keine Fabrik gegründet. Und er hat auch keine Rakete zum Mond geschickt. Strich. Eigentlich tat er etwas überraschend Einfaches. Etwas, das jeder Drucker sofort verstehen wird. Er hasste es, zu warten. Mehr nicht. Strich. Er hasste es, Zeit zu verschwenden. Er hasste es, seinen LKW nutzlos herumstehen zu sehen. Er hasste es, zuzusehen, wie Menschen dieselbe Ladung immer wieder umluden. Von einem Fahrzeug auf das nächste. Von einer Rampe auf die nächste. Von einem Lager ins nächste. Strich. Und irgendwann sagte er sich, das muss doch einfacher gehen. Strich. Manchmal beginnen die größten Veränderungen der Menschheitsgeschichte genauso. Nicht durch große Reden. Nicht durch glänzende Konferenzräume. Nicht durch komplizierte Formeln. Sondern durch ganz gewöhnliche Frustration. Strich. Ein Mensch ärgert sich über ein Problem. Ein Mensch stellt eine Frage. Ein Mensch weigert sich zu akzeptieren, dass etwas immer so bleiben muss, wie es ist. Und plötzlich verändert sich die Welt. Strich. Malcolm McLean war kein Superheld. Er hatte keine besonderen Kräfte. Er konnte nicht in die Zukunft sehen. Er machte Fehler. Er hatte Zweifel. Er hatte Angst. Genau wie wir alle. Strich. Der Unterschied war nur, er ließ sich von seiner Angst nicht aufhalten. Strich. Während andere sagten,
Das geht nicht, fragte Malcolm. Warum eigentlich nicht? Strich. Während andere Probleme sahen, suchte er Lösungen. Strich. Während andere lachten, arbeitete er weiter. Strich. Und genau deshalb sprechen wir heute noch über ihn. Mehr als 70 Jahre später. Strich. Doch heute soll es nicht nur um Malcolm gehen. Heute geht es auch um euch. Strich. Ja, genau um euch. Die Fahrer, die Mechaniker, die Disponenten, die Schweißer, die Kranführer, die Menschen in den Werkstätten, die Menschen in den Häfen, die Menschen in den Lagerhallen, die Menschen auf den Straßen. Strich. Denn die Wahrheit ist, die moderne Welt funktioniert nur wegen euch. Strich. Wenn morgen früh plötzlich alle Fahrer beschließen würden, zu Hause zu bleiben, würden die Supermarktregale leer werden. Strich. Die Fabriken würden stillstehen. Strich. Die Häfen würden erstarren. Strich. Die Lieferketten würden zusammenbrechen. Strich. Und vermutlich würden manche Menschen bereits nach 2 Tagen nervös werden, weil ihr Online-Paket nicht angekommen ist. Strich. Die meisten Menschen denken selten darüber nach. Denn wenn etwas funktioniert, nimmt man es als selbstverständlich hin. Strich. Man sieht einen Container auf der Straße und denkt, da fährt eben ein LKW. Strich. Man sieht einen Auflieger und denkt, ganz normal. Strich. Man sieht einen Hafen voller Container und denkt, das gehört halt dazu. Strich. Doch hinter jedem dieser Container steckt die Arbeit unzähliger Menschen. Menschen, die früh aufstehen. Menschen, die spät nach Hause kommen. Menschen, die bei Regen arbeiten. Bei Hitze. Bei Kälte. Bei Nacht. An Wochenenden. An Feiertagen. Strich. Menschen, die dafür sorgen, dass die Räder der Welt niemals stillstehen. Strich. Vielleicht sitzt gerade jetzt ein Fahrer irgendwo auf einem Rastplatz. Der Motor ist aus. Der Kaffee ist fast leer. Die Augen werden langsam schwer. Strich. Vielleicht schaut gerade ein Mechaniker diese Geschichte nach einer langen Schicht. Mit ölverschmierten Händen. Und einem Rücken, der deutlich hörbar protestiert. Strich. Vielleicht sitzt irgendwo ein Schweißer in einer Werkhalle. Die letzten Funken des Tages glühen noch auf dem Boden. Und morgen früh geht es wieder von vorne los. Strich. Egal, wer ihr seid. Egal, wo ihr gerade seid. Diese Geschichte gehört auch euch. Strich. Denn Malcolm M. Celine war ursprünglich genau das. Ein Fahrer. Ein ganz normaler Fahrer. Strich. Und seine Geschichte erinnert uns an etwas Wichtiges. Große Ideen entstehen nicht immer in Chefetagen. Manchmal entstehen sie hinter einem Lenkrad. Manchmal auf einem Parkplatz. Manchmal während einer Nachtschicht. Manchmal beim Warten auf die Beladung. Strich. Wer weiß? Vielleicht sitzt gerade jetzt irgendwo ein Mensch mit einer Idee im Kopf. Einer Idee, die zunächst verrückt klingt. Einer Idee, über die andere lachen würden. Einer Idee, die vielleicht eines Tages alles verändert. Strich. Denn genau so begann auch die Geschichte des Containers. Mit einem Gedanken. Einem einzigen Gedanken. In einer kalten Fahrerkabine. Während draußen der Regen gegen die Scheiben prasselte. Strich. Und deshalb möchte ich euch heute Abend etwas mit auf den Weg geben. Unterschätzt niemals die Kraft einer einfachen Idee. Unterschätzt niemals die Wirkung von Beharrlichkeit. Und unterschätzt niemals den Wert eurer eigenen Arbeit. Strich. Denn jede Lieferung, jeder Kilometer, jede Schweißnaht, jeder Container, jeder Auflieger, jeder Transport, ist ein kleiner Teil von etwas viel Größerem. Strich. Ihr haltet nicht nur Fahrzeuge in Bewegung. Ihr haltet die Welt in Bewegung. Strich. Und dafür verdient ihr Respekt. Strich. Kapitel 5. Ein Dankeschön an die Menschen, die die Räder der Welt am Drehen halten. Liebe Druckerfreunde, wir sind nun fast am Ende unserer Reise angekommen. Doch bevor wir uns verabschieden, möchte ich euch um einen kleinen Gefallen bitten. Wenn euch diese Geschichte gefallen hat, wenn ihr euch in Malcolm M. Celine wiedergefunden habt oder wenn ihr einfach Freude an Geschichten über LKWs, Transport, Stahl, Häfen und die Menschen hinter den Kulissen habt, dann abonniert gerne den Kanal. Denn jede Woche wartet hier eine neue Geschichte auf euch.
Eine Geschichte über Menschen, die die Welt bewegen. Oft, ohne dass jemand ihren Namen kennt. Wisst ihr? Jedes Mal, wenn wir heute einen Container auf der Autobahn sehen, jedes Mal, wenn wir einen Sattelzug mit einem Auflieger vorbeifahren sehen, jedes Mal, wenn wir einen Güterzug in der Ferne hören, oder wenn wir im Hafen riesige Containerbrücken beobachten, sehen wir ein Stück von Malcolm McLeans Vermächtnis. Dabei hat Malcolm keinen Motor erfunden. Er hat kein Schiff gebaut. Er hat keine Autobahn geplant. Er hat keine Fabrik gegründet. Und er hat auch keine Rakete zum Mond geschickt. Eigentlich tat er etwas überraschend Einfaches. Etwas, das jeder Drucker sofort verstehen wird. Er hasste es, zu warten. Mehr nicht. Er hasste es, Zeit zu verschwenden. Er hasste es, seinen LKW nutzlos herumstehen zu sehen. Er hasste es, zuzusehen, wie Menschen dieselbe Ladung immer wieder umluden. Von einem Fahrzeug auf das nächste. Von einer Rampe auf die nächste. Von einem Lager ins nächste. Und irgendwann sagte er sich, das muss doch einfacher gehen. Manchmal beginnen die größten Veränderungen der Menschheitsgeschichte genauso. Nicht durch große Reden. Nicht durch glänzende Konferenzräume. Nicht durch komplizierte Formeln. Sondern durch ganz gewöhnliche Frustration. Ein Mensch ärgert sich über ein Problem. Ein Mensch stellt eine Frage. Ein Mensch weigert sich zu akzeptieren, dass etwas immer so bleiben muss, wie es ist. Und plötzlich verändert sich die Welt. Malcolm McLean war kein Superheld. Er hatte keine besonderen Kräfte. Er konnte nicht in die Zukunft sehen. Er machte Fehler. Er hatte Zweifel. Er hatte Angst. Genau wie wir alle. Der Unterschied war nur, er ließ sich von seiner Angst nicht aufhalten. Während andere sagten, das geht nicht, fragte Malcolm, warum eigentlich nicht? Während andere Probleme sahen, suchte er Lösungen. Während andere lachten, arbeitete er weiter. Und genau deshalb sprechen wir heute noch über ihn. Mehr als 70 Jahre später. Doch heute soll es nicht nur um Malcolm gehen. Heute geht es auch um euch. Ja, genau um euch. Die Fahrer, die Mechaniker, die Disponenten, die Schweißer, die Kranführer, die Menschen in den Werkstätten, die Menschen in den Häfen, die Menschen in den Lagerhallen, die Menschen auf den Straßen. Denn die Wahrheit ist, die moderne Welt funktioniert nur wegen euch. Wenn morgen früh plötzlich alle Fahrer beschließen würden, zu Hause zu bleiben, würden die Supermarktregale leer werden. Die Fabriken würden stillstehen. Die Häfen würden erstarren. Die Lieferketten würden zusammenbrechen. Und vermutlich würden manche Menschen bereits nach 2 Tagen nervös werden, weil ihr Online-Paket nicht angekommen ist. Die meisten Menschen denken selten darüber nach. Denn wenn etwas funktioniert, nimmt man es als selbstverständlich hin. Man sieht einen Container auf der Straße und denkt, da fährt eben ein LKW.